Ja, moin. Ich habe mir gedacht, wir gehen jetzt einfach mal, wenn es was Neues gibt, einfach mal die Patch Notes durch. Dadurch, dass wir jeden Donnerstag eine Serverwartung haben, dachte ich, ist es vielleicht mal ganz clever, einfach mal alles durchzugehen. Und jetzt gehen wir das einfach mal Stück für Stück alles durch. Fangen wir an bei dem Nostalgia-Event, was beendet wurde. Das ist jetzt Schnee von gestern, aber man hat noch 2 Wochen Zeit, um die Coins, die man da farmen musste, halt einzutauschen in der Gacha Vending Machine. Die findet man dann in POV Center. Hier sind die Nostalgia-Boxen. Ne? Die beiden. Da sind die Orange Coins. Hat man noch 2 Wochen Zeit, die alle einzutauschen. Ist aber jetzt beendet. Man kriegt keine Orange Coins mehr. Kannst du also nur noch die Kisten eintauschen. Was aktuell noch läuft, ist das St. Patrick's Day Event. Das läuft noch bis zum 28. März. Also noch eine Woche. Worum es dabei geht, ist eigentlich. Können wir mal in die alten Patch Notes gehen, die habe ich hier mal vorbereitet. Hier geht es darum, kleine Kleeblätter zu farmen in Expert Dungeons. Die gibt es dann auch nur in Expert Dungeons, wie man hier sieht. Und die kann man dann für Leprechaun Boxen an der Gacha Vending Machine eintauschen. Die steht hier in Hafen der Winde, oben im Center. Und hier sind die Leprechaun Boxen. Na, hier sind die Kleeblätter, die man farmen muss in Expert Dungeons. Und damit kann man dann Enchant-Schmuck-Set zum Beispiel farmen, was sehr gut ist. Was aktuell läuft, ist das Easter Cherry Blossom Event. Da geht es halt um die Osterfabrik oder die Ostermap. Da muss man dann verschiedene Kleinigkeiten farmen. Die beiden NPCs stehen zum Beispiel in POV Center. Das ist hier oben die beiden. Ne, die haben dann auch eine Quest für dich. Irgendwie steht das, glaube ich, auch, dass es hier eine Daily Quest ist. Da ist eine Daily Quest für beide Maps. Ja, mal mit der Sabbeln. Startet die Quest. Na, und dann geht's hier eigentlich langsam los, dass man dann bei ihr eine Daily Quest macht. Dann geht man hier in die, oh, irgendwo müsste das hier gehen. Geht zur Cherry Blossom Area. Und dann kann man hier vorne in das Dungeon gehen. Das ist dann hier oben drinne. Das ist das erste, was es gibt. Und ja. Wie man hier sieht ist, du kannst auch das Accessoire-Set, das kriegt man nur mit einem Rang S bis SSS. Ja. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch alles sagen könnte. Was da drinnen nicht sind Silver Coins, die gibt es da drinnen nicht, die droppen dann halt wiederum nur in den normalen Maps. Und es gibt noch eine zweite Map, abgesehen von dem F1-Laufen, gibt es dann hier noch so eine Kisten-Event. Da muss man dann so Kisten suchen und ja, das sind dann hier gewisse Kisten. Und davon muss man dann halt alle auf der gesamten Map gefunden haben. Also von jeder Kiste bekommt man gewisse kleine Belohnungen, ne, gewisse Kisten und kleine Easter Eggs und etc. kleine bunte Easter Eggs. Wenn man das dann fertig hat, sind gewisse Bosse noch gekommen. Hier sieht man das, bei der Quest sieht man das ganz gut. Besiege Soma, besiege Hitchi, das sind so alles verschiedene Bosse. 5 verschiedene, die kommen dann alle nach und nach. Die muss man dann einmal schnell besiegen und dann bekommt man hier diese Silver Easter Eggs und Golden Easter Eggs. So, und die kann man dann hier bei der eintauschen. Na, wie man so sieht, Asia Easter Bunny Ballon, der zum Beispiel ganz gut ist für den Anfang. Big IM Box. Ich weiß gar nicht, was da genau drin ist, können wir ja mal auch gucken. In der Big IM Box werden irgendwie sowas sein wie Randomizer oder Schutzrollen oder irgendwie sowas. Irgendwas, was sehr viel bringt für uns. Ist eigentlich ganz cool, das Event. Ne, wenn man das schön am Farm ist. So, kommen wir mal zurück zu den Patch Notes. Also haben wir hier alles besprochen, was das Easter Event ist, was das Dungeon ist. Wir haben den Easter Forest besprochen, wo man die Kisten farmen muss oder suchen muss und farmen muss. Ja, dann kommen wir mal weiter dann kommen wir zu den Cherry Blossom Falling. Das ist ein XP-Buff.
Da kommt dann immer zu einer gewissen Zeit, hat man in 10 Minuten einen XP-Buff, der ist eigentlich auch ganz cool. Der geht dann von 1,2, also mal 1,2 bis zu 1,9 oder so. Mehr steht hier jetzt nicht, ich weiß es nicht, ich habe da noch nicht so drauf geachtet, was so das Höchste ist, aber das ist halt immer so ein kleiner XP-Boost. Dann kommen wir hier zu kleinen Fehlern, die gefixt wurden, was auch sehr, sehr wichtig war. Hier zum Beispiel konnte man die 3-mal-Pots mit den Jack Beans laufen lassen. Das ist jetzt nicht mehr möglich, was auch sehr gut ist. Davon habe ich tatsächlich gar nichts mitbekommen von den Big Wheel Costumes, die man irgendwie traden konnte, obwohl sie gar nicht mehr tradable waren oder so. Irgendwie sowas wusste ich zum Beispiel gar nicht. Auch das mit dem Guild Vault, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Aber anscheinend konnte man vorher die gerollten Sachen, die One-Time Sellable sind, konnte man trotzdem noch irgendwie traden miteinander. Und das sollte eigentlich nicht sein. So, das haben die jetzt hier gefixt. Was sie auch gefixt haben, sind One-Time-Sellable-Sachen in einem Trade-Fenster, die dann das ganze Trade-Fenster irgendwie verbuggt haben. Das war auch irgendwie ganz komisch. Das war irgendwie vor kurzem drinne. Keine Ahnung, finde ich ganz gut, dass sie das auch weggemacht haben. Ja, so viel zum Thema Fixes. Kommen wir zur Item Mall. Durch dieses Easter Cherry Blossom Event gibt es natürlich auch spezielle Sets dazu oder spezielle Angebote dazu, wie zum Beispiel in Hasenrücken. Da hat man so einen kleinen Osterhasen auf dem Rücken gebunden. Kann ich mal einblenden mit den Stats. Genauso wie die Waffen, die blende ich euch auch mal ein, aber ohne Stats. Da müsst ihr halt selber mal gucken, was die Stats davon sind. Da kann ich jetzt nicht alle raussuchen und die euch einblenden. Das Spezialangebot ist sehr, sehr interessant. Das ist eigentlich immer eine sehr beliebte Sache. Da gibt es Monsterkarten-Umschläge. Da sind dann direkt legendäre Monsterkarten drin. Das heißt, da sind dann immer direkt die Karten drin, um ein Skill auf 10 zu machen. Leider können da natürlich alle Skills drin sein. Das ist so einfach random, welche Skills man rausbekommt. So. Aber man kann natürlich dann sehr, sehr gut und schnell seine Skills auf 10 bringen. Kommen wir mal noch zu den Featured Items. Was zum Beispiel jetzt drin ist, sind die Butterfly Wings. Blende ich euch ein. Der Ferals Dragon Ballon, das ist ein Ballon wie die ganzen anderen IM-Ballons. Die sind eigentlich von den Stats her immer ganz gut. Und die Colorful Glasses sind auch immer ganz nett für die Stats. Die sind auch eigentlich ziemlich gut. Kommen wir zum Big Wheel. Da gibt es natürlich wieder ostertypische Sachen. Da gibt es dann männliche und weibliche Sets. Na, da gibt es dann jede Menge optische Sachen. Ja. Und bei Mixboard gibt es nochmal was sehr, sehr Interessantes. Und das ist nämlich das Asien Easter Bunny Kostüm. Das finde ich ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr interessantes Set. Es hat vielleicht so an sich in erster Linie nicht die krassesten Stats, denkt man. Aber der Sechsteile-Effekt ist zum Beispiel sehr interessant, weil damit kann man ein XP-Buff von 25% der gesamten Gruppe geben. Das ist natürlich zum Leveln her super, ne? Hat zwar ein bisschen Cooldown, hält aber für 10 Minuten. Das ist eigentlich eine ganz, ganz schicke Sache. Also falls ihr leveln wollt, kann ich euch das Set ans Herz legen. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon durch mit den Patch Notes. Ich versuche euch jetzt immer jedes Mal auf dem Laufenden zu halten und immer zu zeigen, wo man wie was kriegt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Viel Spaß bei dem Osterevent und bis zum nächsten Mal.